Puran Dhaka. Puran Dhaka. Ponchas. Ponchas, yes. Was geht ab, liebe Freunde? Vielen Dank fürs Einschalten. Ich befinde mich auf dem Buriganga Fluss. Ich fahre gerade mit einem kleinen Boot zum anderen Ufer in Richtung Old Dhaka. Das ist eine Art Altstadt, Old Dhaka. Und schaut euch mal diesen Fluss hier an. Dieser Fluss gehört laut Umweltschutzorganisation zu den am stärksten verschmutzten Flüssen weltweit. Hier landet alles Mögliche ins Wasser, von Chemikalien über Fäkalien bis hin zu allem Möglichen, was man so ins Wasser ablassen kann. Deswegen ist der Fluss auch sehr, sehr dunkel, würde ich sagen. Jetzt fahren wir mal nach Old Dhaka und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Er fährt mich jetzt dorthin, ja, auf diesem kleinen Bötchen hier. Bewölkt, manchmal scheint die Sonne durch und es ist sehr, sehr heiß wie immer. Mal gucken, ob er Wechselgeld hat. Mal gucken, ob er Wechselgeld hat. Ponchas, Ponchas. Ponchas. Ja, er wollte schon ein bisschen mehr Geld haben. Ja. Donobat. Wow. Wow. Wackelige Angelegenheit. Okay, let's go. Lass uns die Reise beginnen. Müllberge. Bis zum geht nicht mehr. Alles Mögliche hier. Also eigentlich sind wir jetzt schon in Old Dhaka, aber ich will mehr ins Zentrum. Das ist so der historische Bereich der Stadt, Old Dhaka. Dann wollen wir mal zum Chowk Bazar. Das ist ein Markt mitten im Altstadtzentrum. Dann gucken wir mal, wer uns mitnimmt, was wir hier so finden. Hey Mama, Chowk Bazar. Chowk Bazar. Ja, gerade eine Absage erhalten. Dann schauen wir mal, wer uns dorthin fährt. Natürlich Stau ohne Ende. Was denn sonst hier? Wollen wir mal in diese Gasse hier rein? Hey Mama, Chowk Bazar. You drive? No. Ja, anscheinend haben die keinen Bock drauf, keine Ahnung. Oder warum auch immer. Wir schauen mal weiter. Ist eigentlich nicht weit weg, aber es ist mal cool, mit der Rikscha zu fahren. Auch wenn es ein bisschen zu wackelig ist und gefährlich auch. Also die fahren hier wie die Verrückten. Hello. 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 How are you? I'm fine. You? Fine, fine. What's your name? My name is Mr. Alon. Alon. Yes. Nice to meet you. I'm Andy. Where are you going? This way. This way. I want to go. Very near. Oh, Chowk Bazar. I want to go. Chowk Bazar. Chowk Bazar very near. Near. By walking.
You're going to bicycle? Buy what? Bicycle? Yes, I want rickshaw, but they don't take me. Yes, my rickshaw, yes. Your rickshaw? Yes. Where? Bicycle. Oh, but where? Not here. You know river? Ah, River. river. Every Ah, night side. far. Okay, are you going to rickshaw? Yes. Okay, come on, let's go. No problem. I see any place, any hotel. Okay, but I want here rickshaw, here. You're again come there? Er spricht gut Englisch eigentlich, ne? Ja, hier ist der Verkehr komplett zum Stillstand gekommen. Irgendwas ist da vorne. Schaut euch mal die Menschenmenge hier an. Abgefahren. Transportieren alles Mögliche hier. Zuckerrohr. Eigentlich hätte ich dem Bootsmann Trinkgeld geben können, ja, aber wenn ich sehe, dass sie sich nicht an die abgemachten Geldsummen halten und dann auf einmal mehr wollen, dann vergeht mir die Lust, Trinkgeld zu geben. Deswegen hat er keins bekommen. Aber ja, ist okay. Nur mich von einer Seite des Ufers an die andere zu bringen, 40 Cent, ist ganz okay. Chok Bazaar. Oh, ein Unfall, gerade live, ein Unfall. Gerade ein Unfall erlebt. Ein Rad ist abgegangen. Kaputtes Rad. Was macht man in diesen Fällen? Oh, kaputt. Und jetzt? Soll mal helfen. Ja, jetzt ist das kein Dreirad mehr, sondern ein Zweirad. Aber kann ja nicht mehr fahren. Naja, passiert. Man zieht natürlich alle Blicke an sich. Jeder guckt mich hier an. Aber es gibt ja auch kaum Touristen. Seitdem ich hier bin, habe ich maximal 3, 4 Touristen gesehen. Also aus meiner Sicht Touristen, so vielleicht Westler oder so. Aber ansonsten gibt es hier kaum Touristen zu sehen. Und wenn man dann... Hallo Mama! Und wenn dann einer, so wie ich, jetzt hier rumläuft, mit Hemd, hallo, mit Hemd und nicht so dunkelhäutig wie Sie, hello, how are you? Nicht so dunkelhäutig wie Sie, dann fällt man natürlich auf. Hello, what's up? Hello Mama, die sagen auch hello Mama. Ja, wie gesagt, habe ich schon im anderen Video gesagt, ne? Mama ist eine freundliche Anrede. Hey Bruder, hey Onkel, sowas. Genau. Let's go. Chok Bazaar? Where? Right. Okay. Ja, also man wird überall hingeführt, aber nicht da, wo man hin will. Immer geradeaus rechts. Ne? Habe ich schon im letzten Video gesagt, jeder sagt hier geradeaus rechts. Was mir aufgefallen ist, hier die Leute, die haben eine andere Vorstellung von Manieren irgendwie. Er hat mich falsch geführt. Chok Bazaar is not there. Chok Bazaar, hey, what? Also unglaublich, ne? Der wollte nur einfach nur Geld machen, hello. Wollte einfach nur ein bisschen Kohle machen und führt mich dann in die Irre. Eieiei. Genau, die rotzen überall hin, stecken sich die Finger überall rein. Hab sogar erlebt, wie die im Bus, auf dem Boden des Busses, einfach hinspucken. Hat mich schockiert. Alle anderen haben sich überhaupt nicht schockiert gefühlt. Also echt eigenartig.
was für Manieren sie irgendwie haben. So, wir sind im Chowk Bazar gelandet. Was machen wir jetzt? Das ist der Chowk Bazar. Chowk Bazar. Chowk Bazar? Das ist der Chowk Bazar. Was ist das hier? Irgendwas Milchiges, Käse. Was geht hier ab? What's up? How are you? How are you? Er versteht mich nicht. Aber ja, ganz freundlich eigentlich. Ne? Die begrüßen dich. Die sind alle ganz freundlich. Tun einem nichts. Unter sich, wow, da habe ich schon Situationen erlebt, wo die sich schlagen, wo die sich anschreien. Ja, die gehen nicht wirklich freundlich miteinander um. Weiß der Geier warum. Da gibt es bestimmt mehrere Gründe. Was ist das denn hier für eine Gasse? Mega kleine Gasse hier. Was geht hier ab? Schauen wir mal. Links, rechts, geradeaus, gehen wir mal rechts. Was geht hier ab? Hello, Sir. Also die verkaufen hier irgendwas, transportieren hier. Schaut euch mal, wie die Sachen transportiert werden hier. Die verkaufen hier halt Kleinkram. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Nicht wehtun. Nicht wehtun. Was geht hier ab? Boah, der wurde richtig umgerannt. Alter Schwede. Also man erlebt hier ganz viele Dinge. Wow. Oh, Schwertransport. Schwertransport am Start. Ja, ja. So ist das Leben. Ich glaube, er verfolgt mich. Genau. Er verfolgt mich. Was geht? Alles gut, bitte. Das ist schon gut gebaut. Ja? Guter Bus. Geht ab bei ihm. I'm from Germany. And you? Germany. Germany. Yes. What do you do here? It's yours? Your shop? No. Oh. Hello. How are you? What you do? You make beer? Beer? You? Okay. Okay. Let's go. Ja, dann spontan einfach ein Bartschnitt. Gucken wir mal, was sie hier zu bieten haben. Der Junge, der mich verfolgt, ist immer noch da. Ja? Okay, brother. What's your name? Mohammed Ramjan. Mohammed. Okay, Mohammed. Can you make here, like here, and here, like this? Huh? Like really straight, like this? Okay, let's go. Der nächste Bartschnitt steht an. Hier haben die keine Klimaanlage wie bei dem anderen Video, aber ist okay. Handtuch, ne? Normales Handtuch. Ich habe vergessen zu fragen, was er will dafür, aber bestimmt nicht viel. এটা আপনার বাড়ি দ্বিতীয় রুম না দেশ এরিয়া নষ্ট Bro, how much money will you save and pay now? How much money? What? Pay now. Pay now. For what? Right now. You save. Save. Give me how much money? I don't know. Koto. 50. Ponchas. 150. Bro. Ponchas. Huh? Okay. 50 টাকা নাকি? Hey, don't make more money. Ponchas, he say. You don't make more money, okay? Okay. Ah. I don't know, but He said ponchas. 150. You say 150. Yeah.
Also, wir haben abgemacht 50 Taka, aber ja, 40 Cent. Da kann er natürlich auch ein bisschen Trinkgeld bekommen. Ahora tú ya. Nee, nein. Ja. Einige Schaulustige hier um mich herum. বন্ধু আমরা তো ছবি তুল Ich werde aufgenommen. ভিডিও হবে না ভাইরাল করে দাও আরে Wir machen Videos von mir. হি ইজ চাপড়ি বয় রাইট No, নো no. হি ইজ চাপড়ি No. বয় Ihr seid equivalent. Ganz gut drauf. Not Alle. Chapri. I'm a blogger. Ah, er ist auch Ja. ein Blogger. Sehr gut. You blogger? Yes. You from? Germany. Oh, very nice country. Yes. Yes. Your name? Andy. Oh, very nice. What's your name? My name is Riyad. Riyad. G. Riyad G. Riyad. Riyad. Yes. Okay. Nice to meet you. Same to you. Ja, jetzt kommt ein bisschen Rasierschaum. আজকে হইলো কি আমরা এলাকায় Hände natürlich rigoros nicht gewaschen, beziehungsweise ich habe nicht gesehen, wie er die Hände gewaschen hat. Laufendes Wasser haben die natürlich auch nicht. Ne? Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass er sich die Hände gewaschen hat. Okay, wollen wir mal das akzeptieren und das Erlebnis mitnehmen. Jetzt geht's ans Eingemachte. your blog channel. Andrea Modeo. YouTube. Andrea Modeo. বন্ধু চলে লাগাইছ না Ja, die arbeiten ganz akkurat, die Jungs hier. Also, das habe ich schon beim letzten Mal gemerkt. Die sind schon sehr akkurat für die Arbeit, ne? Das muss man schon sagen. Wir sind schon fast fertig, wirklich. Bisschen Puder. Your move face wash. Face wash. Move clean. Clean. Face wash clean. Okay. Will you wash your face? But wash your hands also? Hands, yes. Okay. Up there. Wir hatten abgemacht, dass er sich die Hände wäscht, aber hat er nicht verstanden. Und ich habe schon eine sehr sensible Haut. Da muss ich durch. Ich habe mich dazu entschieden, das zu machen. What this? Cream? What is this? Keine Antwort. Wieder so eine Art Gesichtsbehandlung. Wie beim letzten Mal. বসো লোক আছে তো কত টাকা খাবো? চুল কাটা 80 টাকা ওইদিকে দিল না, আমি তাহলে একটু কাটছি। বল তুমি কবে যাইবা? আজকে রাত্রে যাবো রাতে গেছি না।
Mohammed macht einen sehr guten Job, ja. Sehr, sehr gut. Oh. Ah, jetzt so ein bisschen Aftershave. Ja, brennt ein bisschen. Ja, ist okay, ist gut. Perfekt. What? Massage? Okay, Massage. Let's go. Let's go. Ah, das wird mich natürlich mehr als 50 Tacken kosten. Aber lass uns mal hier erstmal eine Runde entspannen. Jetzt bin ich ganz schön an den Haaren. Dhaka video, look Dhaka video, look. Yes, easy. You Dhaka video. Yes. Yes, bro. Bengali बहुत खराब है. Very nice video. ओए video Okay. Like this is okay. Okay. Nice. Nice. Thank you, Mohammed. Thank you. Thank you, Mohammed. Huh? Picture. Okay, let's go. Jetzt müssen wir weg hier. Mohammed, Koto. Halt mal, halt mal. We said only this 50, but you make massage, so 100. Okay? You can video. Video? Yeah. Video here. All right. Thank you, brother. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very Nice to much. meet you, brother. Nice to meet you. See you. See you. So, es geht weiter. Thank you. My Facebook page. All right. Follow me. What's up? What's up, people? Bangladesh. It's good. Bye. Bye. So, ja, seht ihr? Also ganz gut drauf, die Leute hier. Aber wir müssen weiter. Ah, meine Brille. Meine Brille, meine Brille. Ich hätte beinahe meine Sonnenbrille vergessen. Egal. Aus Kambodscha, $5. So. How are you? Hello. Your country? Germany. 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 আমি আইডিয়া করছি জার্মানি ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আই এম দি খেল জার্মানি Okay. Welcome to Germany. Tata. So, also, weiter geht's. Was habe ich bezahlt? 100 Taka. 100 Taka. Genau, also 80, 90 Cent. Bartschnitt, Gesichtsreinigung und eine kleine Massage. Hier sind Bauarbeiten. Da ist mein Uber-Driver. Ich habe mir gerade ein
Motorrad bestellt. Ist nicht immer so einfach hier. Hello. Let's go. You have in the map. Ich zeige euch jetzt mal eine Kirche. Ja? Eine katholische Kirche. Wir fahren jetzt dahin. In der Hoffnung, dass wir durch das Chaos hier durchkommen. Komplett voll mit Pritschkas. Mit einem Motorrad ist man hier auf jeden Fall viel schneller unterwegs als mit einer Ritschka oder mit einem Uber-Auto. Mit Uber ist das immer so eine Sache hier, weil man gibt einen Abholort an und trotzdem versuchen sie dich dann die ganze Zeit anzurufen, wollen wissen, wo du bist, obwohl sie dich auf der Karte sehen. Und zusätzlich kommt noch, dass sie gar kein Englisch können, also meistens kein Englisch können. Und das macht die Kommunikation und die Abholung natürlich umso schwieriger. Jetzt hat das geklappt. Und dann wollen sie immer wissen, wohin fährst du? Ja, habe ich doch in der App eingegeben. Ich habe doch meine Fahrt durch die App bestellt und habe in der App auch meinen Zielort angegeben. Und trotzdem, wohin fährst du? Dann sage ich immer, ja, guck mal auf die Mappe, auf Google Maps. Keine Ahnung, warum das so ist, aber so ist das auch irgendwann. Also die Fahrt kostet laut Uber 85 Taka. Und was ich nicht wusste ist, wenn man im Stau steht und der Fahrer deswegen ein bisschen länger braucht, beziehungsweise der Fahrgast ja auch, dann muss man mehr bezahlen. Also es kommt noch was oben drauf. Habe mich beim letzten Mal gewundert. Aber das waren nur so fast ungefähr 20 Cent mehr, die ich bezahlt habe, nur weil wir im Stau standen. Also die Fahrt hier regulär kostet 85 Taka, also ungefähr 60, 70 Cent für 3,5 Kilometer. Fast ein Unfall hier. Es wird wieder chaotisch, sehr eng. Manchmal passiert es, dass sie gar nicht wissen, wo das ist, wo man hin will. Und dann bleiben die stehen und fragen andere Leute, wo mein Zielort ist. Anstatt sich einfach einen Handyhalter zu holen und mit Google Maps sich führen zu lassen. Schaut euch das mal an für die Ritschkas. Was habe ich euch gesagt? Der muss jetzt anhalten, muss auf die Karte schauen. Muss auf die Karte schauen, weiß nicht Bescheid, keine Handyhalterung. Ja. Jetzt parkt er. Er hat Pan. Kein Pan für mich. Er weiß jetzt nicht Bescheid. Er weiß nicht Bescheid. Ne? Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Also, kurzes Update. Er wollte jetzt bei mir auf Google Maps schauen, warum das mit seinem Handy nicht klappt. Steht in den Sternen. St. Mary's Cathedral Church. Dann gehen wir mal rein. Da sehen wir schon mal 3 Päpste. Der Franziskus, Johannes Paul und Paul VI.
Die sind hier abgebildet. Schöner, ruhiger Ort. Irgendwelche Bischöfe hier. Ein bisschen die Lage hier erkunden. Okay, das Gebäude wurde 1923 gebaut. Also das ist hier eine katholische Kirche. Da spielen sie Fußball. Also nach dem ganzen Gehupe ist man hier an einem schönen, stillen Ort. Ich spiele einmal Basketball, einmal Fußball. Ja. Sehr schön. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Hallo. Das ist eine Kuh. Lass uns die mal besuchen. Mal gucken, was die so zu sagen hat. Hallo, wie geht's dir? Wow. Na, alles gut? Ja, also, der scheint es gut zu gehen. Also, ja. Sehr schön. Was ist denn? Komm. Ui. Alles gut? Ja. Oi, oi. Sie will nicht angefasst werden. Wie geht's? Hm? Die ist schüchtern. Oh, wow. Wow, das spritzt ja richtig in allen Seiten. Ja, was kommt, wie viel kommt jetzt da raus? Ein Liter oder was? Ha. Hast mich angepisst, ja? Auch noch Hörner? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich will nicht angefasst werden. Alles gut, alles gut. Hm? Alles gut. Ja, bist aber ein bisschen aggro drauf, ne? Ne? Ja. Pass auf mit diesen Hörnern. Ja? Die sind aber nicht so spitz, ne? Ja, ein schöner, friedlicher Ort hier. Man spielt Fußball, man spielt Basketball, Cricket. Boom. Ja, das ist hier die kleine Kirche. Morning mass, this chapel. Ah, okay. Und das ist hier die große Kirche. In einem muslimisch geprägten Land findet man auch Christen, ja. Okay, nice. They make also music. Yeah. There are no pictures because in Europe we have pictures, many pictures everywhere on the wall. Here no have, huh? Don't have. This building made to U.S. fathers, Holy Cross fathers. Okay, so it's more American, American, Christian. yeah. Uh-huh. American missionaries Uh-huh. are coming and this one. Aha. Okay, nice. So, jetzt stärken wir uns ein bisschen mit Kuchuri. Hallo, hallo. Hello, hello. Treffi. Okay, let's go.
Alright. Donnerwatt. I go inside? Yes. Ventilator am Start. Hello. Plain Kichuri? Plain. Plain Kichuri, you have also Ruti? Ruti, you have? Plain Kichuri. No beef, no chicken. No beef, no beef. No chicken. Plain, plain, yes. So, jetzt lade ich mal mein Handy auf und wir sehen uns gleich. So, Kichuri ist am Start. Dann guten Hunger. Fertig, Donobat. Donobat. Frisch gestärkt, geht's weiter. Gleich hole ich mir mal ein Käffchen. Mal schauen, was man hier so finden kann. Schauen wir mal, ob wir so einen kleinen Kaffeestand finden. Ja, die Kaffeekultur ist natürlich nicht vergleichbar mit der italienischen Kaffeekultur. An dieser Stelle, I miss you Italy. Also nichts gegen bengalesischen Kaffee, aber der italienische Kaffee ist nicht ohne Grund so bekannt. Ne? Espresso. Black coffee. Oh, okay. Where can I find black coffee? Black, where? Ja, Black Coffee, wo ist das? Geradeaus rechts, immer, wie immer, geradeaus rechts, auf der rechten Seite. Nie höre ich irgendwie links, nein, es ist immer geradeaus rechts. Dann wollen wir mal Ausschau halten, auf der rechten Seite. Erdnüsse. Hinter mir ist gerade eine Debo am Start, keine Ahnung, was hier los ist. Coffee, yes. Yes, black coffee. Hello, 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 salam alaikum. So, die haben Black Coffee, mal gucken. Sit? Oh, Donobat. Donobat. Ja, sehr freundlich. Oh, da ist gerade eine Demo am Start. Mies laut, mies laut. Ja, die haben gerade für mich Platz gemacht. Richtig nett. Wir bekommen jetzt einen Kaffee. Und wir sehen uns später. Also, nee, ich sag euch jetzt mal kurz. Black, yes? Black, a bit. But black, ja? No milk. Schwarzer Kaffee am Start. Mies heiß. Aber das schmeckt okay. Also für bengalesische Verhältnisse. Natürlich nicht vergleichbar mit einem Espresso oder so. Ganz viele Menschen jetzt hier. Also, Kaffee ist intus. Jetzt habe ich eine kleine Mission. Ich möchte sehen, wie einfach oder wie schwierig es ist, in einem muslimischen Land an ein Bier zu kommen. Ein einfaches Bier. Schauen wir mal, ob wir da fündig werden. Vielleicht fragen wir mal jemanden. Hello, you know where I can find beer? Yeah? Beer. No beer? Beer? Where can I find beer? Yeah. I don't know. Beer. Beer is not available here, but you can get it at a bar. But in this place, I don't know where it's a bar, but I know some bars in Dhanmondi. Dhanmondi. Yes, you have to bar. go there. Yeah, so far. But I live in Veneer. I live in Pantopap. Oh yeah, it's near. You have to go to Dhanmondi Botris. It's very near to Pantopap. Ein kleines Update. Ich habe einen Geheimtipp bekommen von einem Einheimischen, der auch gut Englisch sprechen konnte.
Der hat mir gesagt, geh in diese Straße, da wirst du frag da ein bisschen rum und da wirst du was finden. Eine Bar. Gucken wir mal, ob es klappt. Hoffentlich kann mich der Ritschka-Fahrer auch dorthin fahren, weil die wissen nicht immer so Bescheid, wo die Straßen sind. Aber lass uns mal überraschen. Es ist immer so eine Überraschung hier. Man weiß nie genau, ob die einen auch dorthin bringen, wo man will. Aber genau das macht es das Ganze auch spannend. Ne? So muss das sein. Let's go! Wir müssen jetzt ins Zentrum von Dhanmondi. Dhanmondi ist ja, Stadtviertel. Und da sollten wir Bier finden. Nach einer endlosen Fahrt sind wir angekommen und wir fragen jetzt einfach mal rum, weil mir wurde gesagt, hier werde ich fündig. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hier sind Polizisten, deswegen meide ich das eher. Okay. Okay. Also diesmal ist es nicht geradeaus rechts, sondern links. Parcel. Huh? Parcel. Beer. Go ahead. Okay. Go ahead. Okay. Yes. Yes, coming, sir. How are you? Hello. Okay. Also hier ist es nicht erlaubt, also muss ich ausmachen, aber ich glaube, wir haben gefunden, was wir finden wollten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich habe hier so einen Hunters bekommen. Ja. Ein Hunter. Ich darf hier nicht filmen, aber das Bier durfte ich filmen. Komischer Ort. Der Kellner auch sehr komisch. Der wollte Trinkgeld von mir haben. Ich habe ihm Trinkgeld gegeben, aber das Trinkgeld war ihm nicht genug. Ja, also ein bisschen strange hier, ein bisschen komisch, aber ansonsten. Beer, yes. Beer and me. Only me and beer, okay? Okay. Also, natürlich werdet ihr nichts erkennen, aber so ist das hier einfach. Also richtig strange hier, was da abging. Dunkler Ort, Kellner richtig komisch. Dieses Bier hat 2 Euro noch was gekostet, also $2,50. Ich möchte natürlich niemanden dazu animieren, Bier zu trinken. Alkohol ist Gift, also trinkt am besten keinen Alkohol. Das war für mich einfach nur so eine Challenge zu sehen, wie einfach oder wie schwierig es ist es, am Bier zu kommen in einem muslimischen Land. Und wie ihr seht, ja, man kann am Bier kommen, aber mit komischen Einschränkungen, also komischen Orten, dunkle Orte, wo man sich halt nicht zu erkennen geben lassen darf. Ja, und jetzt fahren wir mal nach Hause und wir schauen mal, wie wir nach Hause kommen. Endlich in meiner Unterkunft angekommen. Das war's auch schon mit dem Video. Am Samstag geht's weiter für mich. Ich reise in ein neues Land. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Abenteuer. Euer Andrea. Peace out.